Ein Mercedes-Benz 190, meine sehr verehrten Zuschauer. Inzwischen auch schon ein Klassiker, durch die legendäre Haltbarkeit dieses Autos noch nicht ganz ausgestorben auf der Straße und deshalb auch nicht 100% als echter Klassiker wahrnehmbar. Trotzdem, dieses Auto ist 40 Jahre alt in der Konstruktion und das sieht man ihm wirklich nicht an. Ja, der Baby-Benz, der sogenannte, den Daimler-Benz damals entwickelte unter der Bezeichnung W201, der kam raus ausschließlich mit 2 Liter 4-Zylinder Benzinmotoren, 122 PS mit Einspritzung als 190e und 90 PS als Vergaser. Hier haben wir ein typisches, landläufig nennt man sowas, Opa-Auto. Das Auto ist fast eine Nacktschnecke, das heißt nahezu keine Extras. Dieser Mercedes-Benz 190, in diesem Fall ein Automatik, das ist ein wirklich bemerkenswertes Auto. Als vor fast 40 Jahren diese Baureihe erschien, gab es überhaupt noch nicht sowas wie einen kleinen Mercedes. Daimler-Benz hatte sowas Jahre und Jahrzehnte lang konzipiert. Mit dem immer stärkeren Wachstum der Mittelklasse wurde es auch immer notwendiger. Man brauchte ein Volumenmodell. Und dann haben sie also schließlich ab Mitte der 70er Jahre intensiv den internen W201 genannten 190er entwickelt. Ja, der Mercedes-Benz 190 war ein bisschen erklärungsbedürftig für einen Hersteller wie Daimler-Benz. Immerhin war das Auto erheblich moderner als der bisherige kleine Mercedes, der jetzt die Mittelklasse bezeichnet hat. Das Auto war in der Herstellung auch nicht billiger. Und nachher hat es sich halt über die Stückzahlen gerechnet. Es ist ja der Vorgänger dessen, was wir heute als C-Klasse kennen. Der C-Klasse Mercedes, der evolvierte eben von diesem Mercedes-Benz 190. Das Besondere an diesem Auto ist, das Auto ist nie tiefgelegt worden, hat nie breite Räder bekommen, Aluräder oder sowas. In dem Zusammenhang ist ganz wichtig zu erwähnen, dass der Mercedes-Benz 190 gemeinsam mit dem VW Golf GTI und vielleicht auch bedingt noch mit dem 3er BMW damals eine ganze Tuning-Industrie begründet hat. Aber das, was sich die Zubehörhersteller nicht getraut haben, das kam völlig überraschend nach ein paar Jahren vom Hersteller selbst, nämlich von Mercedes-Benz, damals eine Marke mit betulichem Image. Und dann plötzlich war er da, der 190e 2316 mit Spoilern und so weiter ab Werk. Und irgendwann war es soweit, dass Daimler-Benz sogar den 190e 2,5 16 Evolution 2 rausgebracht hat. So, und damit möchte ich ganz herzlich Herrn Jörg Hatscher begrüßen, der uns dieses sensationelle Auto hier mitgebracht hat, den Mercedes-Benz 190e 2.5 16 Evolution 2. Herr Hatscher, was hat es mit diesem unglaublichen Auto auf sich? Ja, nachdem Mercedes 88 in den Motorsport wieder eingestiegen war, musste man, um bestimmte Anbauteile wie Spoiler verwenden zu können, immer 500 Stück serienmäßig produziert haben. 1989 gab es den Evolution 1, 1990 den Evolution 2 und so entstand dann ein auf der Straße doch recht ungewöhnliches Fahrzeug. Sie fahren dieses Auto natürlich nicht im Alltag. Es ist ein echtes Sammlerfahrzeug. Ich habe mich mal kundig gemacht. Also da beschlagen einem ja wirklich die Pupillen. Diese Autos werden mit teilweise 350.000, 400.000 Euro gehandelt. Entschuldigung, ich war eben noch bei Mark aus der Generation dieser Autos. Ist wirklich unglaublich. Also bewegt sich in Richtung einer halben Million. Was rechtfertigt den Preis, den Wert so eines Autos? Ja, schwierig zu sagen. Es sind 502 Fahrzeuge produziert worden. Keiner weiß, wie viel es noch gibt. Ich denke, die Hälfte. Und letzten Endes ist es natürlich einerseits gesehen der Einstieg von Mercedes in den Motorsport. Ungewöhnliches Fahrzeug, kleine Stückzahl, extrem selten. Und wenn man dann noch so ein Auto hat wie er hier mit 10.000 Kilometern, dann ist die Luft sehr dünn an Wettbewerb auf der Welt. Was ist das für ein Unterschied jetzt beispielsweise zu diesem Mercedes 190, Ihr Gerät zu bewegen? Das ist ja nun die Basisversion für echten, ehrlichen, seriösen Rennsport. Was ist das für ein Gefühl, so ein Auto zu bewegen? Ja gut, also die Straßenversion unterscheidet sich vermutlich nur durch Leistung. Er hat 235 PS, heutzutage wenig, damals sehr viel. Riesenräder, 17 Zoll. Ja gut, heute lächelt man drüber. Aber es ist halt einfach auch fahrbar wie der Baby-Benz. Es ist ganz normales Straßenauto mit Leistung, fährt straffer,
fährt halt 250. Das waren damals große Eckwerte. Aber es ist halt normal zu fahren. Es ist ja, ein man Baby darf ja nicht vergessen, das Auto ist mittlerweile auch schon fast 30 Jahre alt. Herzlichen Dank an Jörg Hatscher. Sehr gerne. Tschüss. Es ist natürlich interessant, wie eine relativ behäbige Marke wie Mercedes-Benz überhaupt dazu gekommen ist, wieder in den Motorsport einzusteigen, nach mehreren Jahrzehnten. Und das wollen wir uns noch mal erzählen lassen von Herrn Bernd Rammler. Herzlich willkommen, Moin. Herr Rammler. Moin. Sie waren Entwicklungsleiter des Antriebsstrangs bei diesem Auto beim Evolution 2. So, wollen wir mal sehen, was sich unter dieser Haube Schönes verbirgt. Oha, das ist ja ein richtiges Stück Technik. Herr Rammler, als dieses Auto mit diesem Spoilerwerk, mit diesem radikalen Exterieur und dieser Technik, als Sie das ausgedacht haben, konstruiert haben, was hatte das für eine Wirkung auf einen, ich sag mal, das Personal und die Führungskräfte eines konservativen Herstellers wie Daimler-Benz? Das war ein Kulturschock. Wenn wir als Entwickler mit diesem Auto durchs Werk gefahren sind, dann gab es zwei völlig konträre Fraktionen. Wirklich, nicht nur in der Kultur, sondern auch die Technik hielt man für völlig unnötig überzogen. Wie eben gesagt wurde, sind die 17-Zoll-Reifen waren ja nicht gebräuchlich. Also wir hatten ja lauter Sachen, die wir gefordert haben für den Motorsport, die also eigentlich unmöglich waren. Vor allen Dingen von den Kosten her und von den Stückzahlen. Mercedes war gewohnt, fast 300.000, 400.000 Stück von einem Motor zu bauen. Und jetzt kommt einer um die Kurve und will also 502. Die Controller sind ausgeflippt. Die hießen nur noch nicht Controller, die waren also nicht ganz so hart, wie es heute ist. Aber man musste mit denen dann in den Clinch gehen. Aber es muss ja wirklich eine Provokation gewesen sein, auch mit diesem Spoilerwerk, mit diesem riesen Heckflügel, dann mit den Kosten, die dieses Projekt verursacht hat. Überhaupt Mercedes-Benz zurück in den Motorsport, das war ja, für viele war das ja ein geradezu skandalöses Unterfangen. Ja, das fängt ja schon an mit dem Motor, der 235 PS in der Serie hatte. Diese Leistungszahlen waren ja schon unmoralisch bei Mercedes. Auf 2,5 Liter Hubraum. Richtig, ja. Das heißt, wir reden da von einer spezifischen Leistung von knapp 95 PS pro Liter Hubraum. Richtig. Und, ohne Turbolader. Richtig. Und es war natürlich so, dass wir dann diese Sachen auch vertreten mussten. Also diese 235 PS für so ein kleines Auto führte ja auch zu hohen Drehzahlen. Alles die Sachen, wo also althergebrachte Mercedes-Leute und Entwickler gesagt haben, das hält doch nie. Aber es hat gehalten. Also diese Autos laufen sicher 200.000, 300.000, 400.000 Kilometer, auch wenn dieser hier erst 10.000 hat. Ja, hat ja diese Technik nicht nur gehalten, sondern dieses Auto hat auch das Versprechen gehalten, wirklich Meisterschaften einzufahren, wirklich im Motorsport erfolgreich zu sein. 1991 schon, wie wir zum ersten Mal gefahren sind mit dem Evolution 2, gab es schon zig Siege. Aber 1992 haben wir die komplette Meisterschaft gewonnen. Also Mercedes-Benz. Gegen den Erzrivalen BMW mit dem M3. Richtig. Und vor allen Dingen, die Erzrivalen waren sehr überrascht, wie wir mit diesem Auto gekommen sind. Man hatte nach der Evolutionsstufe 1 nicht mehr eine Steigerung erwartet. Und wir haben die quasi überrollt. Toll, also wirklich ein faszinierendes Auto. Herr Rammler, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns hier zur Verfügung standen. Das ist ja wirklich hochklassige Kommentare zu einem so hochklassigen Auto. Vielen herzlichen Dank dafür. War eine tolle Zeit. Wirklich höchsten Respekt. Dankeschön. Ja, vielen Dank an Herrn Bernd Rammler für diese Erklärung zu diesem wirklich faszinierenden Auto und seine Motorsportgeschichte und natürlich auch vielen herzlichen Dank an die Redaktion Autobild, zu der dieses Auto durch den aktuellen Eigentümer gehört. Du findest das Thema spannend? Biedermann und Brandstifter, die ungleichen Brüderpaare von brav zu wild. Wir haben weitere bei der Bremen Classic Motor Show vom 3. bis 5. Februar in der Messe Bremen.